Mit 20 ist das Leben am schönsten. Das kann ich sagen, wenn das Leben vorbei ist. Jeder Abschnitt im Leben hat ganz, ganz schöne Seiten. Die Frage ist immer, was man daraus macht. Jugend ist total überbewertet. Ich finde schon, dass das Alter 20 einen besonderen Reiz hat. Ich war 3-mal mein Leben am Nordpol. Mit 20 muss ich sagen, was Schöneres gibt es nicht. Du bist einmal, da war noch kein Mensch. Also zumindest nicht aus dem Geldtal. Man tut, was man gerade will, man schaut nur auf sich. Man geht so ein bisschen mit einem anderen Flow, würde ich jetzt einmal sagen. Mit 20 ist das Leben am schönsten. Also ich muss sagen, stimmt nicht, auf gar keinen Fall. Und außerdem ist es ja diese Selbstfindungsphase zwischen 15 und 25, wo man noch nicht wirklich weiß, was man will und sich das ganze Leben mal organisieren muss und so. Okay, Schule draußen, Studium begonnen, aber irgendwie es läuft nicht ganz so. Erstmal zurechtfinden, also... Es tut sich gerade viel, gell? Dann ist man noch mal kurz Bur. So, genau, es tut sich gerade viel. Dann ist man noch mal kurz Bur, der kleine Bur, wie es auf gut Wienerisch heißt. Man muss sich keine Gedanken um Konsequenzen machen und mittlerweile ertappe ich mich oft bei dem Gedanken, wo ich mir denke, ich würde das jetzt gerne tun, aber na, Madeleine, das kannst du nicht, dafür wanderst du in den Knast. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, je älter ich werde, dass mein Leben einfach absteigen wird und schlimmer wird oder so. Man wird stärker, man wird ja, vielleicht authentischer, man wird selbstständiger, man wird größer von den Fähigkeiten. Ja. Man wächst mit seinen Aufgaben. Mit 20 ist das Leben am schönsten. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird noch schöner. Jeder Abschnitt hat seine schönen Seiten und für mich wird es immer interessanter und besser. Wie erwachsen fühlst du dich im Moment? Ja, also ich fühle mich nicht erwachsen. Wirklich nicht. In letzter Zeit fühle ich mich wirklich so alt. Ja, aber jetzt vom Verhalten und so. Na generell, ja, auch das. Denkst du, denke mal, ich bin schon viel so ruhig und gelassen geworden. Das schwankt immer. An einem Tag fühle ich mich wie ein 3-jähriges Kind und dann plötzlich wie eine 50-jährige Frau, körperlich und mental gleichzeitig. Ja. Ich bin ja erwachsen, aber ich fühle mich nicht erwachsen. Ja. Ja, weil ich einfach wahrscheinlich noch nicht will, erwachsen sein. Weil ich noch gerne ein bisschen auf den Putz haue und ein bisschen fortgehe. Und ich hoffe, dass ich nie richtig erwachsen sein werde, weil ich finde, es ist so wichtig, auch mit 70 dieses Kindsein in sich zu spüren. Mit den Freunden kommt halt immer wieder das Kind durch. Was ich aber auch schön finde, weil das sollte man sich behalten, weil man darf nicht immer alles zu ernst nehmen. Ich bin leider der Meinung, viele negative Ereignisse im Leben formen einfach die Person unfassbar viel schneller. Das heißt, man kann auch mit unglaublich vielen positiven Erfahrungen schnell auch reif werden, aber wenn dir viel Negatives geschieht, was halt leider der Fall oft ist, dann macht das einen Lichtgeschwindigkeitsübersprung und das ist, denke ich, es ist mit mir passiert. Wie erwachsen fühlst du dich im Moment? Ich bin halt ziemlich jung zur Selbstständigkeit erzogen worden. Das hat damit zu tun, ich bin mit 15 vom Elternhaus ausgezogen und seitdem wohne ich alleine bzw. muss halt meinen Lebensunterhalt so bestreiten. Funktioniert eigentlich ganz gut und deswegen bringt man auch dementsprechend mehr Lebenserfahrung mit, sage ich jetzt einmal. Was aber nicht heißt, dass man nicht kindisch und lustig und unüberlegt teilweise sein darf. Ja. Ich fühle mich eher nicht so erwachsen. Immer wenn es irgendwelche Sachen zum Erledigen gibt, da müssen mich schon immer die Eltern sehr antreiben, bis ich das mache. Und ich verschreibe immer alles bis auf die letzte Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob ich es von selber machen darf. Ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht immer komplett erwachsen fühlt, weil erwachsen hat auch immer irgendwie was so mit Ernst und wenig Spaß zu tun und so. Ich habe jetzt noch nicht diese volle Verantwortung eines richtigen Steuerzahlers oder jemanden, der voll im Arbeitsmarkt ist. Also in dem Bereich bin ich auf jeden Fall nicht erwachsen. Was bedeutet für dich erwachsen sein? Den Mut haben, den Eltern zu widersprechen. Selbstständig sein in gewisser Weise. Erster Linie nicht mehr bei den Eltern wohnen. Nicht mehr finanziell von den Eltern abhängig zu sein, ist auf jeden Fall ein Teil des Erwachsenseins. Man kann auch erwachsen sein und von den Eltern finanziell, also noch immer eine finanzielle Unterstützung von seinen Eltern bekommen. Man muss für sich entscheiden, möchte ich das noch oder möchte ich das nicht. Ja. Aber jetzt dieses ganze äußerliche Haus, Kinder, vor allem, es gibt viele, die nicht erwachsen sind, die diese Dinge haben. Es gibt Leute, die verheiratet sind und Kinder haben und trotzdem selber Kinder sind. Und Studium abgeschlossen.
Ja? Muss man erwachsen sein, um das Studium abgeschlossen zu haben? Du kannst ja auch als 40-Jähriger ein Studium neu beginnen. Aber wieso bist du dann nicht erwachsen? Dann bist du noch immer nicht erwachsen. Wieso nicht? Ich kann einen Job haben, ich kann ein Studium haben, das heißt noch nicht, dass ich erwachsen bin. Aber oft will man weder reif noch verantwortungsvoll sein, sondern einfach Dinge probieren und schauen, was passiert. Und zu einem gewissen Grad der Unreife stehen. Für mich bedeutet Erwachsensein, dass man sich zusammenreißen kann. Nicht raucht, weil es dann eh noch schadet. Aber vor allem vernünftig werden. Erwachsen sein heißt selber zufrieden sein mit sich selber und man wird erst weise im Alter, glaube ich. Und so das Weise bezeichnet die als Erwachsensein. Ob man erwachsen ist, wenn man dann 90 ist, ich weiß es nicht. Ich komme drauf, wer ich bin. Also wenn ich weiß, wer ich bin, dann fühlt man sich vielleicht mehr erwachsen. Das Erwachsensein ist vielleicht wirklich dieses eigene Erwachen. Wie würde das Erwachsenwerden im Idealfall für dich aussehen? Das ist auf jeden Fall ein Selbstfindungsprozess. Also der Knackpunkt vom Ganzen ist doch, dass man sich recht früh dafür entscheidet, für sich selber verantwortlich zu sein, weil man durch die Herausforderungen, die einem da auf dem Weg begegnen, das meiste lernt. Die ganzen kleinen Hürden, die einem im Alltag begegnen, und denen sollte man sich so früh wie möglich stellen. Ja, also ich will mich gern selbst finden, auf jeden Fall. Oder mich selbst verwirklichen. Finden muss ich mich jetzt nicht unbedingt. Dass man sollte, gerade wenn man noch nicht erwachsen ist, viele Blödsinnigkeiten und viele Sachen ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Immer viel ausprobieren, auch wenn man erwachsen ist, finde ich. Ich finde es sehr schwierig zu sagen, wann man erwachsen ist oder wie man das überhaupt abgrenzt. Das ist meiner Meinung nach gar nicht möglich. Das ist so ein fließender Prozess. Und irgendwann ist man alt. Und je schneller und je früher man die Chance dazu hat, sich selbst zu finden, desto einfacher ist es auch dann einen richtigen Job zu finden. Und so lange wie möglich zu experimentieren, genau das habe ich gemacht. Also das ist für mich der Idealfall, ja. Und wenn ich die 10 Jahre nicht experimentiert hätte, am Weg mich selbst zu finden, dann hätte ich mich nicht gefunden. Ein bisschen ambivalent, weil einerseits Experimentieren zu extrem vielen neuen Erkenntnissen führt und neuen Möglichkeiten. Andererseits, wenn man jetzt Experimentieren bei den Unis zum Beispiel nimmt und dann 3 verschiedene Studien anfängt, wieder abbricht, irgendwie nicht wirklich findet, wo will man hin, vielleicht doch arbeiten, denke ich mal, mich selber wird das nicht glücklich machen. Manche brauchen das, manche brauchen einen sehr langen Prozess, erwachsen zu werden. Für mich ist das nicht das Richtige. Für dich bedeutet ein erfolgreiches Leben vor allem? Ja, Freund, Liebhaber oder sonst irgendwas als Partner. Ja, Partner, nicht Liebhaber, Partner. Geld. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber an erster Stelle eigentlich die Familie. Also, ja, Gesundheit ist da nicht wichtig. Ja, Hauptsache meine Familie ist gesund. Erfolgreich ist für mich, wenn man glücklich ist. Ja. Dann hat man, glaube ich, sehr viel in sein Leben auf eine Schiene gebracht, mit der man gut leben kann. Das macht einen nur unglücklich, wenn man jeden Tag glücklich ist, weil man braucht den Vergleich zwischen hoch und tief, damit man glücklich sein kann. Für dich bedeutet ein erfolgreiches Leben vor allem, dass man sich seine Ziele steckt, realistisch und sie auch erreicht. Wenn das meine Bedürfnisse eigentlich gerade, die ich gerade habe, gestillt sind, dann bin ich glücklich. Ja. Und ein bisschen den kleinen Luxus. Wenn man im öderen Alter sagt, man hat nichts verpasst und man hat alles, eine Familie. Es ist halt einfach, man braucht die Balance von all den Dingen. Nur Familie, da wird die Fahrt. Ja, nur Job zumindest. Nur Job, dann hast du keine Familie. Also dann bist du alleine. Schon in der Entwicklungsphase eines Lebens hat man eigentlich schon ganz, ganz viele unterschiedliche Stationen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen von seinem Leben gehabt. Oder ja. Habt ihr so wirklich durchgehend immer dieselbe Zielvorstellung von eurem Leben gehabt? Bei mir hat sich das schon so oft geändert und dadurch ändert sich das eigentlich ziemlich regelmäßig, was ich in meinem Leben erreichen will, was mich glücklich macht. Ja. Ich glaube schon, dass man Glück aus sich selbst schöpfen kann, aber du musst dadurch auch viel mehr an dir selbst und mit dir selbst arbeiten. Es ist viel schwieriger, Glück einfach ohne all die anderen Sachen zu erreichen. Ja. Mein persönlicher Traum ist es ja eines Tages schon in einem Atelier zu leben, dort jungen
kreativen Menschen die Bühne zu geben, sich auch zu entfalten. Und ich sehe mich, wenn ich erwachsen bin, schon so, dass ich selbstständig bin und dass ich anderen den Rahmen geben kann, sich zu entfalten. If I want to be successful, I must work hard and achieve my goal.